Herzlich willkommen, lieber Trucker-Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um On the Road, the Truck Simulator oder wie ich auch letztens als Label gesehen habe, The Real Truck Simulator. Heute soll es kein elendlanges Fahrvideo werden, sondern eher ein kurzer Einblick und Quick Guide zu dem, was heute so geschehen ist. Und zwar, was ist geschehen? Es ist ein neuer Patch erschienen. Version 0.5.2 haben sie uns eine Woche zu früh veröffentlicht. Auch sooner as expected, wie in den Foren geschrieben worden ist. Also viel früher als gedacht, haben sie uns die 0.5.2 zur Verfügung gestellt als Patch. Dies bringt aber nicht so viele Fehlerbehebungen, Fixes etc. pp. Wie jetzt der 0.5.1er, sondern bringt eigentlich nur eine Kerngeschichte jetzt mit ins Spiel. Und zwar die Unterstützung des Lenkrads. Das, was viele schon sehnsüchtig erwartet haben, ich natürlich auch, haben die jetzt zumindest jetzt als allererstes Mal in dieser Version implementiert. Mit ein, zwei Einschränkungen, die ich gleich nochmal genauer erläutere. Aber prinzipiell geht dieses Video darum, dass wir uns anschauen, wie das Lenkrad in On the Road eingestellt wird. Das Lenkrad, was ich benutze, ist das Logitech G27. Das, was ich hier mache, wird sich auf andere Lenkräder adaptieren lassen. So grundlegende Bedienbarkeit des Menüs und welche Einstellungen zu treffen sind, auf jeden Fall. Einige Einstellungen kann man bei manchen Lenkrädern, wie zum Beispiel auch das Nachfolgemodell, das G29, was sich ja vom 27er eigentlich nur in der Hülle unterscheidet, kann man so 1:1 sozusagen übernehmen von diesem Video. Vorab aber eben nochmal kurz die Info. In der Version 0.5.2 ist das Gamepad-Menü sozusagen, also wo man sein Gamepad einstellen kann, leider entfernt worden bzw. deaktiviert worden. Das wird auf jeden Fall noch wiederkommen, allerdings in einer späteren Version. Welche Einschränkungen wir jetzt mit dem Patch haben in den Lenkrädern, ist ziemlich einfach gesagt. Es sind ein paar, als allererstes ein paar Special Features, kann man so sagen, ein paar spezielle Funktionen des Lenkrads. Das ist einmal das Force Feedback und manche Lenkräder, wie auch die von Logitech, haben ja so einen kleinen Drehzahlanzeiger, sage ich jetzt mal, zur Schalthilfe nenne ich das jetzt mal. Das wird jetzt nicht direkt unterstützt von Anfang an, soll aber bei Belieben dann natürlich dann auch nachkommen. Eine etwas unschönere Information oder Einschränkung, die wir jetzt in diesem Patch noch erleben müssen, ist die, dass wir nicht alle Tasten unseres Lenkrads belegen können. Einige Lenkräder, gerade auch die von Logitech, haben hier relativ viele Knöpfe, besonders wenn man die Schaltwippe rechts neben man noch hat, die ja auch neben dem D-Pad, was ja sowieso dann halt Richtungsweiser ist, sage ich jetzt mal noch, 8 weitere Knöpfe plus die Gangschaltung hat, die auch als Knöpfe erkannt werden müssen. Sind das schon ganz schön viele Knöpfe, die wir belegen können. Das ist aus technischer Sicht leider nicht möglich, da ist nämlich die Unity Engine an sich leider restriktiert, wenn man es so aussprechen kann, ist dahingehend leider beschränkt, wurde allerdings von Troxtonics, also von dem Entwickler, so als Featured Request, also als gewünschte Funktion, die nachgebaut werden soll in der Unity Engine an den Leuten von Unity so weitergegeben worden, und ich denke, das werden die wohl auch mit Links hinkriegen. Als erstes, bevor wir jetzt hier angehen, das unterscheidet sich tatsächlich jetzt hier eben nochmal von den einzelnen Lenkrädern. Solltet ihr natürlich darauf achten, dass euer Lenkrad auch vernünftig erkannt wird.
Das kann man so zum Beispiel bei den Logitech-Geräten hier dran sehen, im Logitech Profiler, dass man auch sozusagen das richtige Lenkrad da sieht mit den richtigen, also die richtige Hardware sozusagen, dass man sehen kann, dass das Lenkrad vollstens unterstützt wird. Das wird gerne mal vergessen, wenn nicht die richtigen Treiber geladen sind oder kaputt gegangen sind, dann erkennt er vielleicht irgendein anderes 0815 Lenkrad, wobei man dann bei der Einstellung oder Konfigurierung gleich etwas durcheinander kommen kann. Jetzt wollen wir uns aber mit den Einstellungen im Spiel beschäftigen. Dafür gehen wir jetzt einfach mal um Folgendes. Ich habe natürlich mich vorher schon mal ein bisschen durchgeklickt, werde das aber nochmal Schritt für Schritt mit euch durchgehen. Als erstes solltet ihr natürlich die Parameter in den Einstellungen setzen, welche ihr natürlich hier ganz normal unter Option findet. Und zwar was wie am Spiel sozusagen funktionieren soll an dem Lenkrad. Da kann man mehr oder weniger, weil ich habe jetzt das Laufen, das Umgucken in der Personenperspektive jetzt übersprungen, das lasse ich auf Maus und Tastatur, da ist man ja eh nicht so viel unterwegs, können wir dementsprechend direkt auf Seite 2 der LKW Primäreinstellung setzen und da seht ihr schon, sind ein paar Einstellungen anders. Beschleunigung ist natürlich das Gaspedal, darauf einfach einen linken Mausklick setzen, einmal kurz das Gaspedal durchdrücken, ist bei mir jetzt die Achse 3 plus, das ist einfach nur sozusagen die Polarität, ob das halt umgekehrt erkannt wird oder nicht, aber dazu kommen wir gleich auch nochmal. Das gleiche macht ihr dann mit der Bremse. Beim Lenken an sich muss ich dazu noch was sagen, hier ist sowieso eine falsche Einstellung, sehe ich gerade. Wenn wir jetzt draufdrücken und das Lenkrad anfangen zu drehen, dann erkennt er das ungefähr erst so bei Grad. Weiß ich nicht, bei 3/4 Lenkeinschlag, sage ich jetzt mal. Also ruhig etwas länger drehen, über die Hälfte hinaus. Erst dann ist er dann sozusagen in der Erkenntnis, dass es da funktioniert. Hier sehen wir dann ja auch Polarität minus bei der Achse 1 bedeutet nach links gedrehte Lenkrad und plus dann nach rechts gedreht. Zündung hoch habe ich mir jetzt auf die Gamepad-Taste 0 gelegt, ist sie jetzt hier erkannt. Zündung runter, ausmachen wollen wir erstmal nicht. Handbremse können wir uns auch, lege ich mir jetzt einfach mal auf die Klatsch, auf die Kupplung. Retarder verwenden wir jetzt erstmal so direkt nicht. Wir wollen mal gucken, wie es mit der dynamischen Bremse des Lenkrads funktioniert und springen auf die nächste Seite für die LKW-Beleuchtung. Hier seht ihr, habe ich hier für mich persönlich die dementsprechenden Gamepad-Tasten schon hinterlegt. Habe mich daran für mich persönlich ein bisschen daran orientiert, wie ich es halt bei anderen Spielen habe, wie zum Beispiel Eurotruck. Mit dem einzigen Unterschied, gar nicht, das ist auch gleich. Also ich habe hier halt auch Linksblinken auf sozusagen Schaltwippe links und Rechtsblinken auf Schaltwippe rechts mit draufgelegt. Wenn ihr das dementsprechend eingestellt habt, erst dann könnt ihr das Lenkrad in der nächsten Einstellung, sozusagen im nächsten Einstellungsmenü vernünftig kalibrieren. Den Fehler habe ich nämlich erst gemacht. Ich bin nämlich erst sozusagen strikt den Anweisungen im Forum gegangen und bin direkt hier auf Controller gegangen, habe gesagt, ich habe ein Lenkrad da, ich will das einstellen und eigentlich sollten dann, so wie ich das jetzt testweise mal mache, hier so grüne Balken auftauchen, die dann sagen, wie sehr man dann zum Beispiel Gasbremse etc. dann durchdrückt. Wenn ihr die Einstellungen, die wir jetzt gerade schon durchgeführt haben, vorher nicht gemacht habt, dann ist es genau der Fehler. Dann könnt ihr hier gar nicht testen, ob die Dead Zone, also die, Dead Zone kann man auch im Deutschen sagen, richtig eingestellt ist oder ob das hier ein bisschen hier rumzuppelt oder ähnliches. Also wie gesagt, erstmal, so wie wir das jetzt oder wie ich das jetzt gemacht habe, erst die Tasten belegen sozusagen, Gaskupplung etc. Und dann könnt ihr hier sagen, wir wollen das Lenkrad verwenden. Das steht standardmäßig auf Nein, geht ihr auf Ja. Lenkbereich dementsprechend einstellen, wie der Lenkbereich eures Lenkrads ist. Mein Lenkbereich vom G27 oder auch vom G29 liegt bei 900 Grad. Dead Zone muss man einstellen, das ist auch ein bisschen daran gelegen, wie alt die Geräte sind, ob da sich schon Schmutz angesammelt hat. Dementsprechend kann das da so ein bisschen rumzuppeln. Bei mir ist das jetzt noch relativ genau. Sollte dann gleich auch beim Spiel kein Problem geben. Dann gibt es hier
Viermal ja, 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 ja. Hierzu gibt es auch im Steam-Forum vom On the Road vom Entwickler selber prinzipiell jetzt erstmal vorgeschlagene Einstellungen sozusagen, die dann die Polarität sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Polarität hier auf Nein hätte, würde sozusagen die nicht gedrückte Bremse 100% Gas geben. Aber da das Lenkrad jetzt hier so funktioniert, beziehungsweise die ganze Einheit so, dass man durch das Drücken dementsprechend Gas gibt, und vorher nicht, sollte alles 4 auf Ja stehen. Das gleiche gilt natürlich auch für das G29. Für andere Lenkräder hat der Hersteller auch schon ein paar Konfigurationen sozusagen vorgelegt, von Lenkrädern, die selber haben, im Studio oder halt auch zu Hause. Natürlich habt ihr da auch die Möglichkeit im Forum selber Lenkräder einzustellen, also dementsprechend zu posten, hey, ich habe Lenkrad XY, das funktioniert mit den und den Einstellungen ganz gut. Das könnt ihr dann dementsprechend so weitergeben und die posten das natürlich dann auch dementsprechend. Das heißt, im Zweifelsfalle, wenn ihr nicht wisst, welche Einstellungen da genutzt werden sollen oder ihr da irgendwie überfordert seid, sonst gerne auch da gucken. In der ersten Anlaufstelle immer direkt auf dem Forum von Steam. Da steht das dann auf jeden Fall drin. Ist ein bisschen versteckt. Wenn ihr im allgemeinen Diskussionsforum seid, habt ihr rechts unter Foren, da findet ihr dann Controller. Das ist dann dementsprechend das, was wir haben wollen. Soweit natürlich zu den Einstellungen und wir wollen das natürlich Ganze direkt einmal testen. Das wird jetzt aber keine lange Fahrt. Wir nehmen unser Dummy-Profil, sage ich jetzt mal, und testen das Ganze jetzt einfach mal so in den ersten Minuten. Das Laufen übernehme ich, wie gesagt, noch mit Maus und Tastatur. Einsteigen auch. So, und jetzt kommt es schon zur Wahrheit. Ich kann das schon mal testen, ja. Gut, er springt auf 0, das ist natürlich das eine, aber ansonsten reagiert er schon mal auf das Lenkrad. Versuchen wir mal die Zündung. Das sieht auch gut aus. Was ich gar nicht belegt habe, das fällt mir jetzt auf, wo ich hier stehe. Ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, wie ich hoch und runter schalte. Oder ich habe es wieder vergessen. Lass uns noch mal eben schauen. Fahrbereich. Genau, Fahrbereich. Da legen wir das Ganze einfach mal. Fahrbereich hoch. Ist sozusagen der dritte Gang auf dem Shifter und Fahrbereich runter ist der vierte Gang im Shifter. Akzeptieren wir. Und wollen dann wieder auf Fahren. Wir fahren eine kleine Runde und dann sind wir auch schon durch. Das hat super funktioniert. Okay. Es war also keine gute Idee, die Handbremse auf den Klatscher zu legen, auf die Kupplung. Müssen wir jetzt nochmal gucken. Handbremse, Handbremse, Handbremse. Legen wir dann einfach mal hier drauf. So, akzeptiere ich. Fahren. So. Das hat funktioniert und wir geben langsam Gas. Und das sieht gut aus. So, jetzt haben wir natürlich nach links schauen und so. Immer noch auf der Maus. Also er reagiert auf jeden Fall sehr gut. Gas und Bremse. Ich kann das schön dosieren. Das passt sehr gut. Lenkrad erkennt er aus. Sehr schön. Ich habe vielleicht die Dead Zone einen Ticken zu viel eingestellt. Werde ich dahingehend noch korrigieren müssen, aber dafür ist das Testen ja auch da. Auch der eigenen Einstellung. Und dann gucken wir mal, ob das dosierte Bremsen klappt. Das sieht sehr gut aus. Mal Licht testen.
Das passt. Dann fahren wir hier mal rechts ran. Und haben dann die Handbremse mal aktiviert. Und hier Warnblinker war auch belegt. Sehr schön. So könnt ihr auf jeden Fall euer Lenkrad einstellen. Ich hoffe, das Video war kurz, kompakt und informativ genug, damit ihr damit was anfangen könnt. Und ich wünsche euch dann viel Spaß auf der Straße mit euren Lenkrädern. Ein Video, wie ich dann mit dem Lenkrad mal eine komplette Tour fahre, wird dann auf jeden Fall folgen. Bis demnächst. Ich wünsche euch was und fahrt vorsichtig.